Für die Bosse brauche ich dann noch die Debuffs, I guess. Aber ich habe keine Ahnung, ob die Leute hier überhaupt Elemente auf den Waffen haben. Und ich habe keine Skillpunkte dafür. Ich muss Dinge ausmachen. Effekte. Effekte aus. Haben sie nicht gesagt, sie haben die Decke höher gemacht? Das ist aber kaum merklich, muss ich sagen. Kaum merklich die Decke erhöht. Wirklich kaum merklich. Hier knallt Burning Field ordentlich rein. Und hier ist jetzt schon die erste Statue. 75 Millionen hat die. Wer ist unser Damage-Dealer? Ja, mit überwiegend Mages im Team. Mein Damage ist gar nicht so bad. 400.000? Oh, damn. Gar nicht mal so bad. Ich muss halt sagen, ich finde es geil, einfach so 5 Millionen verschiedene Skills zu benutzen. Weil es in Flife so untypisch ist. Das macht... Lol. Sag mir bitte, dass die in der Endversion auch Waffen droppen können. Sag mir bitte, dass die auch Waffen droppen. Firecard B und Cage Key hoch. Das wäre so geil, wenn die dann in der Endversion auch schon Waffen droppen. Weil du musst wie viel davon besiegen? 5, ne? 5 Statuen. Also wenn die in der Endversion auch Waffen droppen, das wäre echt geil. Dann wäre es nicht mehr so, dass quasi... Oh oh. Cool. Dann wäre es nicht mehr so, dass halt nur der Boss das ist nur auf den Boss-Drop angewiesen bist, sondern du kannst überall Glück haben. Das würde die Waffen auch deutlich erschwinglicher machen, vermutlich. Die Mobs sind auch Wind. Sind die auch Wind? Hat's nicht drauf geachtet. Ja, tatsächlich. Aber es ergibt keinen Sinn. Wieso sollte der Dungeon Wind sein? Der letzte Dungeon war ja schon Wind. Also Sinn würde das nicht ergeben. Es muss jetzt eigentlich... Also es muss ja nicht Erde sein, aber auf jeden Fall ein anderes Element als Wind. Oh je. Aber die Mobs sind so schnell tot, dass ich nicht mal alle meine Skills benutzen kann. Jesus. So wird es auf dem Live-Server auch nicht sein, vermutlich. Vor allem allein schon deswegen nicht, weil nicht jeder Full Power-Up mit basically perfektem Equipment sein wird. Was? What the fuck happened? Ich hab dich angegriffen. Scam. No, wo ist mein Pet? Wir haben Alan de Castro verloren, by the way. Wo zum Teufel ist der Typ? Achso, bei dem Monument. Muss man nochmal den Thunder-Dingenskirchen durchlesen. Call upon a bond of lightning towards your target which will chain to nearby enemies. Ah, okay. Schon auch ein AOE-Skill. Diese Monuments sind wie die Totems aus Wilds. Yeah, die gibt's eigentlich in jedem Flife-Dungeon. Fast. Im Crystal-Labyrinth gibt's so Pyramiden, die man kaputt machen muss, wenn sie das irgendwann auch noch hinzufügen. Das ist die Standard-Flife-Dungeon-Mechanik. Irgendwas kaputt machen, sonst spawnen keine Bosse oder Monster.
bruh. Press the damn button, boy. Immer noch Wind. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich das Element noch ändert, oder? Alter! Junge, ich mach gar nichts, Bro. What is happening? My brother in Christ. Ich laufe einfach nur hinterher und plötzlich dreht sich irgendein Mob einfach um und gibt mir die Schelle meines Lebens. Und ich meine, das kann schon passieren eigentlich, aber... Erstens, warum immer ich? Und zweitens, hat sich der Tank kaum von uns entfernt gehabt. Das waren vielleicht 5 Meter. Die sind ja mal übel aggressive hier. Okay, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die changen einfach instant Agro, sobald der Tank 5 Meter wegläuft. Niemand hat angegriffen. Die drehen sich einfach um und verteilen Schellen. Crazy. Das ist auf jeden Fall anders als in Wilds. So habe ich das noch nie gesehen. Oder liegt es an der Gewitterwolke? Oh. Oh, ja, daran kann es natürlich auch liegen. Stimmt. Das ist der Nachteil, wenn man Effekte deaktiviert. Fuck my life. Und sie hält 25 Sekunden, ja. True. Aber ich habe auch keinen Schaden gesehen, not gonna lie. Ich habe nicht gesehen, dass sie Schaden bekommen haben. Man sieht es aber an den Self-Buffs, oder nicht? Doch, an den Self-Buffs sieht man es schon. Oh, was ist das eigentlich? Asylum Death High Curse, erhöhte Verteidigung -5. Okay. Immer noch, Wind. RIP. Lava-Card, ey. Muss aber sagen, so gut sind die Drops gar nicht. Weil die Droprate auf dem Testserver ist schon auch geistesgestört. Dafür ist es jetzt eigentlich gar nicht so krass. Oh oh. Uiuiui. Ich glaube, wir haben nicht alle Monster gekillt, kann das sein? Wieso kann man das eigentlich nicht größer machen? Man kann nur scrollen. Aber wenn ich das richtig sehe, gibt es auf jeden Fall mehr Monster. Ach, fuck. Es gibt mehr Monster, als man töten muss, ja?
Run! Okay. No, never mind. Wieso hat der jetzt Agro? Oh, oh. Der Typ kann die nicht tanken. Der Typ heilt sich auch nicht. Er hat überhaupt kein Heal. Oh no. Oh, oh. Wenn die jetzt hinterher spawnen, bin ich tot. Puh. Ja, fühlt sich halt wie Cheaten auf jeden Fall an. Auf dem Server. Aber zugegebenermaßen, wenn sie an der Schwierigkeit nichts ändern, ist es auf jeden Fall machbar. Dann stellt sich natürlich nur die Frage nach den Drops. Wie wird die Droprate sein? Und wie viel AP hat der Endboss? Wäre auch nicht uninteressant. Main Server bad, FEC Server gut. Ja, FEC Server gut? I don't know about that. Du sagst, Crystal-Waffen waren jetzt auch nicht so heftig. Ich hatte so jeden 80. Run eine Crystal-Waffe. Junge, ich hatte gerade einen AOE-DPS von 280.000 bei dem einen Monster, aber die sterben so schnell, dass man sich das gar nicht richtig anschauen kann. Geisteskrank. Aber sie haben ja die Decke jetzt erhöht. Oh oh. Sie haben ja die Decke erhöht, aber ganz ehrlich, sie hätten auch die Gänge ein bisschen breiter machen können. Es ist zwar OG, aber vielleicht ein bisschen zu OG. Ich meine, damals waren die schon ganz schön knauserig bei Flive PC. Mit Texturen, Größen und sowas. Weil ja je größer das Ding ist, desto größer wird das Game, desto größer wird, I don't know, die Server-Load wahrscheinlich auch oder so. Von dem her. Also zumindest die Eingänge. Also die Tore oder die Pforten zum jeweiligen nächsten Gang, die sind halt extrem klein. Eng. Whatever. Top-Chance wird ja bodenlos schlecht sein. Gibt es sonst dazwischen was? Naja, wie gesagt, falls sie es wirklich so machen, dass die Totems... Ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Totems Waffen droppen. Aber wenn doch, dann wäre das schon heftig. Beziehungsweise das könnte halt schon einen Unterschied machen. Also gleiche Chance, wie jetzt du sagst, Crystal-Waffen. Nur, dass du sie ja dann pro Dungeon 5-mal hast. Aber ich meine... Ja, das wird 1000%ig nicht passieren, brauchen wir nicht drüber reden. Das wird 1000%ig nicht passieren. Aber who knows? Who knows? Maybe. One day.
Sorry, I'm on a call. At work? What the fuck? Arbeitszeitbetrug. Wird hier groß geschrieben. Wobei er arbeitet, ja. Was ist das dann? Er arbeitet, aber zeitgleich macht er auch irgendwie Arbeitszeitbetrug. I don't know. Muss aufpassen, ich habe noch die Cloud 3 Sekunden. Wie kann es sein, dass du das LR Most DPS am Totem hast? Wir sind zwei Psys, 2 Tanks, ein Ranger. Ist also nicht so verwunderlich. Bei unserer Teamskonstellation. Da ist das gar nicht so verwunderlich. Und ich habe einfach eine Shit-Ton of Skills. Dungeon Recap? The fuck? Okay, was soll das sein? Da steht ja gar nichts. Okay, vielleicht ist das, was ich auch schon mal gesagt habe. Was sie machen könnten. Dass man am Ende sieht, wer den meisten Schaden gemacht hat oder so. Wobei, wir sind ja noch gar nicht am Ende. Aber der wichtigste Teil käme ja jetzt erst. Habe ich aber tatsächlich schon mal gesagt, wäre cool. Could you show me where the Albert Gold are located? You can find them in the dungeons randomly. And the chance of them spawning is just higher with the weekend event. Ups, Portbug. Achso, das zeigt nur an, welchen Boss du freigeschaltet hast. Okay. Und das ist jetzt der Blazing, oder was? No, Demonic. $770 Millionen Leben. Und der ist Blitz. Oh. Oh, da brennt er jetzt? Oh, das ist der Rennskill, okay. Ach, aber den kann er da nicht hinmachen, oder was? I have no idea what I'm doing. Let's go. Das ist ja frech. Ja, das scheint noch nicht so ganz ausgereift zu sein. Na genau, der hat jetzt... Statt dass er den ganzen Dungeon quasi einmal langläuft, so wie sie es in dem Trailer gezeigt haben, macht er da jetzt nur die ersten paar Schritte, bis er auf die Kante von der Treppe geht. Was? Oh shit. Okay, das hat mich einfach gewone-shottet. Da konnte ich nicht mehr reagieren, so schnell wie das kam. Damn. Ja, das Problem ist halt, dass die Hälfte meiner Skills sind jetzt actually close range. Oh! Das war gleich der One-Shot. Ne, das war der One-Shot. Der kleine Kreis, der kleinste Kreis, glaube ich, den er bisher gemacht hat. Okay, jetzt habe ich geblockt. Der kleinste Kreis ist, glaube ich, der mich gewone-shot hat. Oh! Jesus! Yo! Wie oft macht er das, Alter? I'm dead. What? Er hat mich einfach angekotzt. Bruh. Okay, ich bleibe jetzt einfach Range. Er hat mich einfach vollgekotzt. Literally. Das war ein Luftschiff. Wenn du ein Luftschiff fliegen lässt, das anderen Leuten die Sicht nimmt, dann solltest du mal zum Arzt gehen. Das ist ja pervers.
Aber gut, hier macht Earthquake Spam sogar fast Sinn, weil der ist ja sogar Blitz, ne? Ich habe eh keine Skill-Punkte mehr. Yeah. Das sind seine Auto-Attacks, die kleinen Kreise. Ganz schön große Kreise für Auto-Attacks. Das ist natürlich aber trotzdem ein bisschen lame. Aber ich vermute mal stark, dass das ebenfalls in der releaseden Version dann nicht möglich ist, den so zu machen. Kannst du gefühlt AFK machen. Aber wenn hier 3 oder 4 Ranger stehen, safe. Ich weiß nicht mal, ob meine Skills überhaupt treffen. Das ist schwierig. Also Everstorm und Gale bestimmt nicht. Hellfire hat getroffen. Ja gut, ich meine, hier wäre halt natürlich ein Blade ganz hilfreich. Und irgendwie ist auch der eine Knight einfach weg, fällt mir gerade auf. ein Typ fehlt einfach. Keine Ahnung, wo der hin ist. My boy Alan. Alan DiCastro. Also seine Kreis, der Ewigkeiten braucht, dass er aufgeht. Ich sollte auch mal Scroll of Holy kaufen. Das ist auf jeden Fall der Stun. Oh shit, I can't see. And I'm dead. Erstmal cashen. Can you show monster debuff? Thanks. You mean the effects on my buff rows? It's 5% attack, defense, 5% attack, 10% mastery of all elements. And then I receive 5% extra boss damage. And I lose 5% defense again. So it's buffs and debuffs. The red ones are debuffs, the normal ones are buffs. Einfach in FEC Solo das Ding machen mit 8 Chars, wo die Main-DDs einfach nur Ranger sind. Wie gesagt, ich denke mal schon, dass es in der Hauptversion etwas anders ist. Vielleicht blockieren sie einfach die Treppe. Also vielleicht spawnst du einfach in die Mitte des Raumes und du kannst dann gar nicht mehr zur Treppe hingehen. Und sie machen eine unsichtbare Wand vor die Treppe quasi. Das wäre wohl die leichteste Lösung, um das zu fixen. Weil du musst dich ja zum Boss teleportieren lassen. Ist ja anders als bei Wilds, wo du einfach hinläufst. Und dann, geht's nicht mehr. Aber davon sind wir wahrscheinlich noch weit entfernt. Oh, das ist der Feuersturm-Dingenskirchen, ne? Yeah. Der Skill ist bestimmt heftig, wenn du ihn abbekommen würdest. Wenn man ihn abbekommen würde, wäre er wahrscheinlich ziemlich heftig, ja.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass wir quasi nur zu siebt effektiv waren und kein Blade dabei, 3 Mages, ist das schon echt gelacht. Aber natürlich auch keine realen Testbedingungen. Überhaupt nicht real. Ich meine, 770 Millionen AP ist echt eigentlich auch relativ wenig. Von 500 Millionen. Daher das Equipment schon ein gutes Stück besser ist als bei Lusaka Crystal. Also wenn denn dann mal alle krasse Behemoth-Waffen hätten. Yo, was? Okay, what the fuck. Da waren einfach 10 Kreise. Bruh. Okay. Also, I guess Rageface macht da auf jeden Fall mehr Skills. Ist das schon Rageface? 15% von... Ja, schon längst Rageface. Holy shit, ey. Okay, es ist ähnlich wie bei Flive PC tatsächlich. Rageface rastet der komplett aus. Ja, der macht jetzt immer 5 Skills zeitgleich. Jesus. Bruh. Ich wurde einfach back-to-back gestunt. Junge. Das ist echt so ähnlich wie ein Flive PC. Da wurdest du alle 2 Sekunden gestunt. Das war einfach nur Abfuck des Todes. Das war so scheiße nervig. Weil du einfach permanent gestunt wirst. Da kriegt man auf jeden Fall ein bisschen Flashback. Habe ich noch keinen BS-Stuff. Also jetzt wäre ein BS-Stuff besser, aber grundsätzlich ist der Herne-Stuff besser. Für AoE. Jesus. Tja, und jetzt stellt euch vor, man könnte nicht auf der Rampe stehen und damit gefühlt 50% seines Schadens und seiner Skills dodgen. Also wenn sie das machen... What the fuck ist das? Ist das ein Spellbook? Nee. What the fuck? Lol, perfekt gestattet, oder? Ah, naja, kommt drauf an. Was ist deine Meinung dazu, dass wir nur einen neuen Dungeon bekommen? Das ist erstmal natürlich ziemlich ass. Lol, 17 Drops? Ich dachte, es sind 7. LMAO. Ich dachte, es sind 7. Bruh. Damn. Liegt auf jeden Fall noch eine fette Behemoth 2-Hand-Axe.